aber sauber. Anstrengend. Oh, nice. Aber hallo. Hey, Chris. Hi, ihr zwei. Na, so erschöpft? Was ist mit euch los? Wie machen die das dann, Mensch? Die Kängurus. Ja, die sind richtige Weltmeister im Springen. Die haben spezielle Muskeln, die haben spezielle Knochen, um richtig springen zu können. Aber der Klo, das ist die Achillessehne. Das ist die Sehne hier hinten. Die ist nämlich wie eine Feder. Die wird jedes Mal, wenn das Känguru landet, extrem gespannt. Und wenn das Känguru dann die massiv gespannt hat oder maximal gespannt hat, dann schnappt die wieder zusammen oder zieht sie sich wieder zusammen und das Känguru katapultiert sich nach vorne. Dadurch kann es Sprungweiten von 13,5 Metern erreichen. Das Ganze ist also eine physikalische Geschichte. Das heißt also, die ganze Zeit wird potenzielle Energie in kinetische Energie und wieder zurück umgewandelt, also Bewegungsenergie in Lageenergie. Das ist unglaublich energiesparend. Ein Känguru verbraucht für dieselbe Strecke weniger Energie, als wenn eine Antilope rennt oder springt oder so. Kängurus sind die absoluten Energiesparer. Aber Kängurus können nicht nur besonders weit, sondern auch ziemlich hoch springen. Kängurus, graue Riesenkängurus, können Hindernisse von bis zu 3 Metern überspringen. Was? Dann können die ja hier über den Zaun springen und den Tiergarten unsicher machen. Das können die tatsächlich und das würden sie auch tun, wenn sie sich da drin nicht wohlfühlen würden. Aber dadurch, dass sie sich da drin wohlfühlen, dass da drin ihre Artgenossen, dass da Futter, dass da Wasser drin ist, dementsprechend machen die das normalerweise nicht. Wann passiert sowas? Zum Beispiel vor ein paar Jahren hatten wir mal eine große Baustelle und da war eine große Metallplatte und die ist umgefallen. Und das hat einen tierischen Schlag getan, das war richtig laut. Und dann haben sich die Kängurus erschreckt und 3 davon sind tatsächlich auch aus der Anlage rausgesprungen. Das macht aber nichts, die bringen wir dann wieder zurück und dann ist das auch in Ordnung. Hey, ich wünschte, ich könnte. Ich komme in meine Hufe. Genau, die Hufe sind schwierig. Ich komme in die Hufe. Mit meinen langen Beinen sollte ich ja immer. Ja, stimmt. Was macht ihr da? Wir drehen einen Film. Welchen? Welchen? Was soll ich muss ja Umhau machen? Mit guter Technik klappt das immerhin beim Menschen. Heinrich Popoff und Markus Rehm haben mit ihren Unterschenkelprothesen aus Kohlefasern einige Sprints und Weitsprungrekorde eingefahren. Im Falle von Markus Rehm sogar so gut, dass der Deutsche Leichtathletikverband ihn nicht mit nicht behinderten Sportlern werten lassen wollte. Es bestünden erheblichen Zweifel, ob die Sprünge mit Prothese und mit einem natürlichen Sprunggelenk überhaupt vergleichbar seien. Vermutet wurde sogar ein Vorteil der Prothese. Stimmt. Und die Forscher von Festo haben sich auch davon inspirieren lassen. Guck mal, ein Känguru-Roboter, das Bionic Kangaroo. Die Achillessehne besteht allerdings aus Gummi. Und bei jeder Landung spannt sich die Sehne ganz doll an und wartet bloß drauf, die gespeicherte Energie für den nächsten Sprung wieder rauszulassen. Und das dämpft einmal den Sprung und setzt dabei auch immer die Bewegungsenergie für den nächsten Sprung frei. Und so weiter und so weiter und so weiter. So eine Technik könnte ich auch brauchen. Nee, du bist genauso gut an deinen Lebensraum angepasst wie ich an meinen. Und die Kängurus an ihren. Und deine Wendigkeit beim Hakenschlagen ist auch was ganz Besonderes. Und ich komme an Blätter ran, an die sonst keiner kommt. Ich habe eine Idee. Wenn ich dem Slinky hier einen Schubs gebe, also einen Impuls, dann wird auch was gespannt. Und zwar diese Feder hier. Die will aber wieder zurück in den entspannten Modus und zieht sich auf der nächsten Treppenstufe erstmal wieder zusammen. Dann geht's aber gleich weiter und die Bewegungsenergie lässt den Slinky immer schneller werden. Cool, oder? Die Feder ist sogar so stark, dass sie sich erst wieder zusammenziehen will, bevor die Schwerkraft ihr Werk tun kann.
da oben den Osterhase. Und was können wir uns noch abschauen? Ein bisschen Känguru können wir auch. Ich krieg's nicht zu. Cool. Ja.